Hallo Leute, ein Top-Tipp, wie ihr die Sicherheit in eurem WLAN verbessern könnt und wieso diese Option auf dem ersten Blick so aussieht, als wäre sie eine Verbesserung der Sicherheit und auf dem zweiten Blick leider alles andere ist. Und zwar geht es um diese Funktion unter Funknetz und dann Name des WLAN-Funknetzes verstecken. Da denkt man ja, naja, verstecken ist irgendwie sicherer, als wenn man die einfach aller Welt präsentiert. Aber dummerweise ist es genau andersrum. Ich mache mal ein Beispiel aus der realen Welt. Das ist ungefähr so, wie wenn man in einem Hochhaus wohnt mit ganz vielen Klingelschildern und sein eigenes Klingelschild macht man den Namen unleserlich, in der Hoffnung, dass man dann weniger behelligt wird. Was passiert, ist genau das Gegenteil. Da werden Leute klingeln und sagen, Entschuldigung, ich suche den Herrn so und so. Sind Sie das vielleicht? Ich kann das Schild nicht lesen. Das ist so das Prinzip davon. Man muss nämlich jetzt davon ausgehen, dass alle erstmal versuchen, sich bei einem zu melden, in der Hoffnung, die richtige SSID erwischt zu haben. Umgekehrt ist es auch so, die Endgeräte, die man hat, die wissen ja, dass es sich um ein verstecktes Netzwerk handelt. Das heißt, die schreien jetzt in die Welt hinaus, hallo, ich suche folgende SSID, bist du es vielleicht? Das heißt, die versuchen sich mit allen möglichen verschlüsseln oder versteckten WLANs zu verbinden und nehmen nicht immer das Richtige von dir, sondern mit allen, die auch versteckt sind. Das macht die Sicherheit eher schlechter als besser. Besser ist es, wenn man direkt an dem Hotspot anfragt, der die richtige SSID hat und sagt, hier, dich kenne ich, folgendes Passwort, sagt dir das was, ich würde gern reinkommen. Und bei der anderen Variante muss man in die Welt hinausschreien, ich kenne da folgende SSID, bist du das vielleicht? Also das Verstecken des Namens macht es leider schlechter. Dann gibt es noch ein paar andere Nachteile. Zum Beispiel ist es nicht sehr komfortabel, wenn du bei einem neuen Endgerät jetzt dich da verbinden willst. Dann zeigt er ja normalerweise eine Liste aller WLAN-Funknetznamen an und du wählst dann deinen eigenen aus und damit connectet er sich. Dann brauchst du nur das Passwort eingeben. Das geht natürlich hier nicht mehr, weil da gibt es dann nur noch unbekannt. Das heißt, du musst das dann alles per Hand eingeben, kannst nicht mehr einfach aus einer Liste auswählen. Dann ist es noch so, dass es verschiedene Szenarien gibt, wo Man-in-the-Middle-Attacken und so weiter möglich sind, weil dadurch, dass die Kommunikation ganz am Anfang erstmal unverschlüsselt erfolgen muss, weil der Name ja noch nicht bekannt ist, kann sich da schon einer dazwischen hängen. Während bei bekannten SSID-Namen kann das nicht passieren. Also, es gibt dann auch Szenarien, wo das passieren kann, aber es ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass es so einfach ist, weil man eben direkt verschlüsselt anfängt. Ein weiterer Nachteil ist, dass es verschiedene Endgeräte gibt, die das gar nicht unterstützen, mit einer versteckten WLAN-Funknetz-SSID zu arbeiten. Die kann man dann direkt komplett wegschmeißen, weil die sich überhaupt nicht mehr ins WLAN verbinden können. Da sehe ich gar keinen Sinn, sowas zu machen, weil die Geräte sind ja prinzipiell in Ordnung. Also nur weil man diese ID versteckt, funktionieren die dann nicht mehr. Ja, das waren so die Punkte, warum das keine gute Idee ist, diesen Haken zu setzen. Und ich habe den auch nicht gesetzt und bei den meisten sieht man ja auch, dass der nicht gesetzt ist. Es gibt nämlich verschiedene Netzwerkscanner, die können eben nämlich doch rauskriegen, ob es da versteckte Funknetze gibt in der Umgebung. Die zeigen dann halt an, folgende unbekannte Netze gibt es auch noch. Und das ist dann, daran sieht man schon, das ist kein Zauberwerk, also unbekannte Netzwerke aufzudecken. Das hilft eigentlich keinem hier. Also, lasst den Haken draußen. Noch ein Top-Tipp zur Sicherheit. Das findet sich tatsächlich unter dem Punkt Sicherheit, also im Fritzbox-Menü WLAN-Sicherheit. Und da scrollt ihr ganz nach unten und da gibt es die Punkte alle neuen Geräte zulassen und WLAN-Zugang nur auf bekannte Geräte beschränken. So, also, wenn ihr es geschafft habt, dass alle eure WLAN-Geräte irgendwie mal mit der Fritzbox einmal verbunden waren, dann kennt die Fritzbox die. Bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich jeden zweiten Tag ein neues WLAN-Gerät anschaffe und das an meine Box verbinde, sondern wenn man erstmal alles beim Laufen hat und alles soweit funktioniert, dann sollte man nochmal in das Menü gehen und hier den Haken von alle neuen zulassen auf nur Bekannte umstellen und das übernehmen. Das ist insofern sinnvoll, als ab dann die Fritzbox keine neuen Geräte mehr akzeptiert. Also wer dann versucht, sich da einzuwählen und SSIDs eingibt oder die irgendwie rausgekriegt hat und dann versucht, das Passwort auszuprobieren, das wird nicht klappen.
weil die Fritzbox eben nur noch die bekannten MAC-Adressen erlaubt. Das erhöht die Sicherheit nochmal ein Stück und für euch macht es keinen Unterschied, weil den Haken zu setzen, nachdem alle bekannt sind, macht keinerlei Geschwindigkeits- oder sonstige Probleme. Man connectet sich auch nicht schneller oder langsamer dadurch. Es bietet eigentlich nur Vorteile. Natürlich, wenn der Kollege vorbeikommt und mal ins eigene Funknetz will und du gibst dann das Passwort raus, dann wird er trotzdem nicht reinkommen, weil dieses Gerät eben nicht bekannt ist. Also man muss immer dran denken, wenn man dann mal ein neues Gerät ins WLAN integrieren will, dann muss man das nochmal hier kurz umstellen, damit das wieder möglich ist. Aber wie gesagt, also bei mir kommt es nicht so oft vor, dass ich so viele neue Geräte dauernd kriege. Ich hoffe, die 2 Tipps haben euch gefallen und haben euch weitergebracht und bis zum nächsten Mal.